und wieder eine Folge Musculus. Schönen guten Tag. Heute zu dem Thema Konduktorinnen der Duchenne-Muskeldystrophie. Fragen dazu wird uns heute eine Ärztin aus Heidelberg beantworten, nämlich Frau Doktorin Sabine Specht vom Sozialpädiatrischen Zentrum des Universitätsklinikums. Schönen guten Tag in Wien. Ja, guten Morgen. Ich bedanke mich herzlich, Herr Brix, für die nette Einladung. Fein, dass Sie da sind. Gleich zur ersten Frage. Was versteht man denn unter einer Konduktorin der Duchenne-Muskeldystrophie? Eine Konduktorin ist eine Überträgerin der Erkrankung. Wir haben bei den Patienten mit Muskeldystrophie Duchenne in 2/3 der Fälle die Situation, dass die Mütter die Krankheit übertragen. Und in 1/3 der Fälle sind die Jungs, haben eine Mutation neu entwickelt. Das heißt, das ist eine De Novo-Mutation. Und eben, es geht um die Mütter, die Überträgerinnen dieser Erkrankung sind, die ein defektes DMD-Gen auf ihrem Genom tragen. Wie wird das genau übertragen? Wir haben X-Chromosomen und Autosomen, X-Chromosomen, Y-Chromosomen und Autosomen, und die Krankheit der Duchenne-Muskeldystrophie wird über das X-Chromosom von der Mutter an die Kinder weitergegeben. Es wird das eine X bei den Söhnen stammt von der Mutter, eins von beiden, und vom Vater stammt bei den Jungs entsprechend das Y-Chromosom, und bei den Mädchen sind es eben das X-Chromosom des Vaters und das eins der beiden X-Chromosomen der Mütter. Und entsprechend kann man sich dann vorstellen, dass dann die Konstellation 50% der Nachkommen betrifft, dass ein krankes X-Chromosom auf die Kinder übergeht. Ich höre einen Unterschied heraus zwischen Buben und Mädchen. Warum? Wir wissen, dass die Erkrankung eigentlich X-chromosomal rezessiv vererbt wird. Das bedeutet, traditionell geht man davon aus, dass eigentlich nur die Jungs krank sind. Aber man weiß mittlerweile oder man sieht immer mehr, dass Frauen und Schwestern auch Symptome haben. Oft leicht, gelegentlich gar nicht, manchmal auch schwer. Welche diagnostischen Möglichkeiten gibt es denn jetzt, um festzustellen, ob eine Frau Trägerin ist oder nicht? Wir machen als erstes, wenn wir den Verdacht haben, dass eine Frau betroffen ist, beziehungsweise wenn wir einen Sohn, einen Jungen diagnostizieren mit einer Muskeldystrophie Duchenne oder einer Muskeldystrophie Becker, dann untersuchen wir die Mütter auf die Trägerschaft genetisch. Das ist zum einen erstmal eine MLPA-Analyse, mit der wir Deletionen diagnostizieren können und Duplikationen. Und gelegentlich müssen wir auch mehr ins Gen reinschauen, machen eine Gensequenzierung oder auch eine Chromosomenanalyse. Welche gesundheitlichen Risiken bestehen denn jetzt für die Konduktorinnen selbst der Duchenne-Muskeldystrophie? Die größte Gefahr betrifft das Herz. Es ist ein gewisser Prozentsatz von einer sogenannten dilatativen Kardiomyopathie betroffen, die sich im Laufe des Lebens manifestieren kann. Das ist betrifft etwa 20% der unter 20-Jährigen, aber wächst im Laufe des Lebens deutlich an. Das heißt, lebenslänglich sollten sich die Trägerinnen untersuchen lassen, regelmäßig auf die Herzgesundheit. Daneben gibt's aber natürlich auch noch Muskelsymptome. Die zu erfassen ist manchmal gar nicht so leicht, insbesondere bei den Müttern, die sich sehr um ihre Söhne kümmern, aber doch auch an Rückenschmerzen, Fatigue, Muskelkrämpfen leiden. Wenn man genau hinschaut, genau hinhört und diese Frauen auch untersucht, wird man doch gewahr, dass die zu einem recht großen Prozentsatz betroffen sind. Wie kommt man denn überhaupt auf die Idee, dass eine Frau und Mutter Trägerin einer Muskeldystrophie ist? Sollte Mann, beziehungsweise in diesem Fall Frau, eine Voruntersuchung machen in dieser Richtung? Ja, also
In aller Regel sind es wirklich die Kinderärzte, die ja die Erstaufklärung, die genetische Aufklärung machen und dann bei den Müttern auch einen Konduktorinnenstatus bestätigen, also schauen, ob die nun eben Überträgerinnen der Mutation sind. Wenn das so ist, dann genau ist eigentlich eine gewisse Lücke da. Man sollte dann, das tue ich als Pädiaterin mittlerweile, schon den Müttern empfehlen, einen Neurologen aufzusuchen und sich jährlich neurologisch einmal anschauen zu lassen und auch eine Herzuntersuchung regelmäßig wahrzunehmen. Welche Präventions- oder Behandlungsstrategien stehen denn jetzt symptomatischen Konduktorinnen zur Verfügung? Zum einen geht es darum, noch erstmal die Bandbreite der muskulären Symptome zu erfassen, die eben, wie ich schon sagte, von einer Fatigue oder von Muskelkrämpfen oder Muskelschmerzen bis hin zu einer richtig ausgeprägten Muskelschwäche variieren können. Und die Herzsymptome, die sind ein wenig schwer zu erfassen. Die sieht man früh im MRT. Die Betroffenen sind lange asymptomatisch und das ist ein bisschen die Gefahr daran, dass wir eigentlich gerne eine Diagnose stellen möchten, bevor eine Symptomatik beginnt. Denn das merkt man wirklich erst spät im Leben, kann aber mit Medikamenten relativ gut früh die Krankheit positiv beeinflussen. Deshalb wäre es ein großes Credo an die Frauen, sich früh untersuchen zu lassen. Verstehe ich das richtig? Das Thema Muskelerkrankung poppt erst dann auf, wenn beim Kinderarzt festgestellt wird, dass mit dem Kind etwas nicht stimmt. Das ist tatsächlich so. Also ganz selten werden vielleicht Frauen zum Hausarzt gehen und der, ohne dass sie Kinder haben, und der macht ein Blutbild und entdeckt eine erhöhte Kreatinkinase, also CK, und dann wird etwas losgetreten. Aber ich glaube, das häufigeres, gut, das kann ich nicht beurteilen als Kinderärztin, wie oft das tatsächlich der Fall ist. Aber ich glaube, das typische Szenario ist eigentlich das, dass wir Jungs oder selten auch Mädchen haben, bei denen wir dann die Mütter sekundär beraten und untersuchen müssen oder ja, genau. Und wo sich dann interessanterweise auch hin und wieder ergibt, dass die Großmutter auch schon immer Rückenschmerzen hat oder eine Skoliose und schwach ist und so, aber nie eine Diagnose erhalten hat. Muskeldystrophie Duchenne zählt ja zu den sehr seltenen Erkrankungen. Wie ist denn da der Stand der Forschung und wo geht's hin? Ja, das ist eine wirklich gute Frage. Wir haben sicherlich noch nicht viel Anstrengung darauf verwendet, diese Frauen gut zu charakterisieren und ihnen eine Therapie anzubieten. Wenn es nicht gerade die frühmanifeste Form ist von den seltenen Fällen, wo Mädchen wirklich in der neuromuskulären Sprechstunde landen, weil sie selbst ganz stark betroffen sind und wir in dem Fall dann auch mal Steroide, also Cortison geben, so wie wir das bei den Jungen machen, fallen diese weiblichen Trägerinnen der Mutation oft ganz aus dem Raster. Der erste Schritt, das zu verbessern, wäre, sie in ein Register mit aufzunehmen. Und da ist tatsächlich augenblicklich wird ein DMD-Register ist in Arbeit und da planen wir, das betrifft Österreich, die Schweiz und Deutschland. Und wir planen in dieses Register auch die weiblichen Konduktorinnen mit aufzunehmen. Ich fasse noch einmal zusammen. Stellt der Kinderarzt ein Problem mit einem Buben in Richtung Duchenne fest, wird automatisch auch die Mutter untersucht und eine Behandlungsstrategie begonnen? So sollte es sein, richtig? Ja, ist sicherlich nicht in allen Fällen so. Manchmal möchten die Mütter sich nicht untersuchen lassen oder es ist vielleicht auch noch nicht ein Automatismus in allen Fällen, aber das wird empfohlen. Das heißt, der Mutter bringt das dann unter Umständen auch eine Linderung der Symptome, die sie vorher wahrscheinlich gar nicht zuordnen konnte. Ich würde sagen, es ist natürlich recht ambivalent. Es ist für Eltern immer auch ein Schuldgefühl damit verbunden, selber vielleicht, also doch das Gefühl zu haben, die Verantwortung zu tragen, eine Erkrankung an ihr
unwissend an ihre Kinder weiterzugeben. Und vor dem Hintergrund ist auch zu verstehen, wenn Eltern sich dagegen entscheiden, die Mutter sich dagegen entscheidet, sich testen zu lassen. Aber es hat klar einen Benefit für die mütterliche Gesundheit, die Erkrankung früh zu erfassen. Und hat natürlich darüber hinaus auch großen Stellenwert für die Beratung hinsichtlich weiterer Kinder. Wäre es denn eventuell auch angeraten, sich vor einer geplanten Schwangerschaft zum Beispiel auch auf Duchenne untersuchen zu lassen? Das ist ein sehr interessanter Punkt, ja. Es gibt tatsächlich in Deutschland so etwas, oder in Deutschland und Österreich und der Schweiz bislang nicht. In Israel gibt es seit kurzem ein Register, wo sich Frauen im gebärfähigen Alter testen lassen können auf eine Erkrankung im DMD-Gen und dann entsprechende Beratung sich daraus ergibt. Und so eine Beratungshilfe wollen wir unter anderem auch mit Musculus sein. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren und Ihr Wissen mit uns geteilt haben. Alles Gute. Herzlichen Dank. War mir ein Vergnügen. Und das war's zum Thema Konduktorinnen der Duchenne-Muskeldystrophie. Schön, dass auch Sie wieder mit dabei waren. Bitte schauen Sie in die Infobox, wenn Sie weitere Informationen suchen, oder auf unsere Homepage www.muskelforschung.at. Schenken Sie uns ein Gefällt mir, abonnieren Sie unseren Kanal. Aber wie immer, denken Sie dran, Wissen hilft.